Greetings, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier beim Vapologen. Ich habe heute für euch eine kleine Studie dabei, die ich gefunden habe und die möchte ich euch gerne präsentieren. Und zwar reden wir heute über das Thema Cannabis und grauer Star. Einleitend müssen wir jetzt natürlich erstmal die Frage klären, was ist eigentlich grauer Star? Grauer Star wird in der Fachsprache auch Katarakt genannt und das beschreibt eine Trübung der Augenlinse und dadurch eine Verschlechterung unserer Sehkraft. Hier sehen wir ein gesundes Auge. Wir sehen, dass die Linse ordnungsgemäß das Licht bündelt und hinten auf der Netzhaut ein scharfer Punkt entsteht. Und in diesem Bild sehen wir ein Auge, das von grauem Star befallen ist. Wir sehen, dass die Linse Trübungen hat und dadurch wird das Licht nicht gebündelt, sondern es wird gestreut und dadurch vermindert sich unsere Sehkraft. Es ist bekannt, dass Zigarettenrauch ein Risikofaktor für die Ausbildung eines grauen Stars ist und für Raucher ist das Risiko 2- bis 3-mal höher als bei Nichtrauchern. Und dabei steigt das Risiko sogar noch mit steigendem Konsum an. Soll bedeuten, schwere Raucher haben ein doppelt so hohes Risiko wie leichte Raucher. Die Bildung erfolgt wahrscheinlich aufgrund von Schäden durch Metaboliten, die durch das Rauchen entstehen und zu einer Fehlfaltung der Linsenproteine in unseren Augen führen können. Außerdem reichern sich Inhaltsstoffe wie Cadmium und Blei im Zigarettenrauch in der Augenlinse und fördern die Kataraktbildung. Das klingt irgendwie eklig. Kommen wir zu Cannabisrauchen und Katarakt. Cannabisrauch enthält ähnlich wie Zigarettenrauch viele krebserregende und auch giftige Verbindungen und der Teer von Cannabisrauch ist sogar vergleichbar mit dem des Zigarettenrauchs. Außerdem inhalieren Cannabiskonsumenten oft tiefer an einem Joint als Raucher an einer Zigarette, weil man glaubt, dass man dadurch die Wirkung maximieren könnte. Stimmt nicht. Das Einzige, was passiert, ist, dass man im Gehirn länger Sauerstoffmangel hat und dadurch die toxische Konzentration an Kohlenmonoxid erhöht wird und Gehirnzellen absterben. Das nur mal so nebenbei. Stellt sich jetzt die Frage, gibt es auch einen Zusammenhang zwischen Cannabisrauchen und dem Auftreten von einem rauen Star? Dazu habe ich eine Studie gefunden, in der untersucht wurde, ob Cannabiskonsum sowie Zigarettenrauch auch mit einer Kataraktbildung im Zusammenhang steht. Die Studie ist zwar von 2022, aber die darin ausgewerteten Daten sind schon wesentlich älter. Wie lief diese Studie ab? Es wurden zwischen 2006 und 2010 Teilnehmer aus 22 Zentren in England, Wales und Schottland rekrutiert und weiterhin dann über einen längeren Zeitraum beobachtet, um nachfolgende Gesundheitsereignisse zu erfassen. Und die Ergebnisse der Studie waren dann, dass Cannabiskonsum mit einem früheren Auftreten von Katarakt assoziiert war, so ungefähr 4 bis 5 Jahre früher bei Konsumenten als bei Nichtkonsumenten. Und die Studie ergab, dass Cannabiskonsum aber nicht signifikant mit einem erhöhten Risiko für Katarakt in Verbindung stand, während aktueller Zigarettenkonsum signifikant mit dem Auftreten eines Katarakts assoziiert war. Und obwohl Cannabis das Alter bei der Kataraktbildung zu beeinflussen schien, wurde kein signifikanter Zusammenhang mit einem erhöhten Risiko dafür festgestellt. Im Gegensatz dazu wurde aber festgestellt, dass Zigarettenrauchen das Risiko für einen grauen Star erhöhen kann, jedoch nicht signifikant die Entwicklung eines grauen Stars beschleunigt. Das war im Großen und Ganzen die Studie. Dazu möchte ich jetzt aber auch noch ein paar Punkte sagen, und zwar einmal erst vorweg, da sollte auf jeden Fall noch mehr geforscht werden. Und dann muss man auch in Betracht ziehen, dass diese Studie eigentlich nur auf Befragungen basiert und da ist ja auch immer eine unbekannte Komponente dabei, weil man nicht weiß, ob die Wahrheit erzählt wurde. Vor allem in Zeiten der Prohibition und in England ist erst seit 2017 medizinisches Cannabis erlaubt und die Daten sind ja schon wesentlich älter. Deswegen kann man davon ausgehen, dass da vielleicht auch viel Unwahrheiten in den Antworten der Befragungen drin stecken könnte. Es wird in der Studie aber nicht erläutert, ob sich der Cannabiskonsum auf das Rauchen gemischt mit Tabak bezieht oder nur purer Tabakkonsum und weiterhin weiß man auch nicht, ob die Konsumenten zusätzlich noch Zigaretten geraucht haben und wenn ja, wie viel. Das ist nicht so deutlich beschrieben in dieser Studie. Es ist aber Fakt, dass Cannabisrauch so wie Zigarettenrauch krebserregende und giftige Substanzen enthält und gerade solche Studien sind auch ultra schwierig, weil es ja immer viele Faktoren geben könnte, die zu einer grauen Starerkrankung führen kann, je nach Lebensweise der untersuchten Person.
Zusammenfassend kann man also sagen, dass Cannabisrauchen eventuell ein erhöhtes Risiko darstellt für eine Ausbildung eines grauen Stars. Darauf deutet die Studie zumindest hin, denn Cannabiskonsumenten haben im Durchschnitt 4 bis 5 Jahre früher einen grauen Star entwickelt als Nichtkonsumenten. Allerdings wurde kein erhöhtes Gesamtrisiko für die Ausbildung eines grauen Stars und Cannabiskonsum im Vergleich zu Nichtrauchern festgestellt. Im Gegensatz dazu ist es aber eindeutig, dass Zigarettenraucher mit einem 2- bis 3-fachen höheren Risiko für die Ausbildung eines grauen Stars assoziiert wird, wobei das Risiko mit der Konsummenge sogar noch ansteigt. Insgesamt scheint also das Rauchen von Cannabis weniger schädlich zu sein als Zigaretten zu rauchen, ist aber nicht unbedenklich in Bezug eines grauen Stars. Die Studienlage ist dazu aber noch ziemlich begrenzt, deshalb sind weiterführende Studien unbedingt notwendig, um den Zusammenhang eindeutig zu klären, denn Cannabisrauch enthält wie Zigarettenrauch viele krebserregende und giftige Verbindungen, die zu oxidativem Stress und Proteinschäden in der Linse führen könnten. Dazu kommt dann auch noch, dass Cannabiskonsumenten meist wesentlich tiefer inhalieren und den Rauch länger drin behalten, was die Schadstoffaufnahme weiter erhöht. Zusammenfassend sprechen also alle Daten für ein leicht erhöhtes Risiko zur Ausbildung eines grauen Stars durch das Cannabisrauchen, insbesondere bei langjährigem und hohem Konsum. Das Risiko ist aber wesentlich geringer als beim Zigarettenrauchen. Nichtsdestotrotz am besten pur rauchen oder einfach direkt vaporisieren. Das kann ich nur empfehlen. Sucht euch den perfekten Vaporizer für euch. Ich hoffe, ihr konntet in dieser Studie ein bisschen was mitnehmen. Ich fand es ganz interessant, auch wenn die Daten irgendwie ein bisschen uneindeutig sind. Aber ich dachte mir, vielleicht ist es dennoch wert, euch das zu präsentieren. Macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Mal. Euer Vapologe.